Wir waren nicht dafür, wir waren nicht dagegen, wir waren einfach woanders. Warhol war ein Star, alle wollten so sein wie der. Deutschland 60er Jahre. Das waren Sie, die Malerin Christa Dichgans, der Kunstsammler Paul Menz und der Maler Karl Horst Hödicke. Sie machten Kunst. Deutschland 60er Jahre, das waren diese Bilder. Bunt, grell, sexy, ein bisschen provokativ, immer politisch, auf jeden Fall immer dagegen. Die Pop Art war eine typische amerikanische Erscheinungsform, von der also in den Mit-60er Jahren noch nicht zu vermuten war, dass das mal eine weltumspannende Geschichte, also wirklich von großer historischer Bedeutung, weil die mit einer Zeit, mit einer Nation, die uns alle geformt und zum Teil ja auch verformt hat, so eng zusammenhängt wie keine andere Kunstform jemals. In den 60er Jahren schwappte die amerikanische Pop-Art nach Deutschland. German Pop, das sah so aus. Die Berliner Malerin Christa Dichgans malte solche glatten Figuren in Acryl. Frösche, Enten, aufblasbare Gummifiguren, Spielzeug und Waffen in einem Bild. Provokant. Wir wollten keine informelle Kunst machen, sondern klar, womit fängt man an? Mit dem Stillleben, mit dem Gegenstand. Und darüber lief dann bei mir alles, nicht? Ich habe ja schon damals auch Waffen und was gemacht, also immer Spielzeug, ne? Und weil da kann man Aggressionen, da kann man, aber gleichzeitig mit einer Distanz kann man das behandeln, wie man das, wenn man ein Atelier hier im Atelier ein Modell hat, gar nicht kann. Also ich finde das immer noch ein guter Weg. Sieht aus wie amerikanischer Comic. Pop-Art à la Andy Warhol. Die wollte Christa Dichgans aber nie machen. Ja, das ist eine Sache. Man hat sich ja dann auch durch solche Sachen ein bisschen befreit, ne? Indem man mal eben eine perfekte Ente gemacht hat. Ging es halt schon wieder besser. Die Ente als Befreiung, Figürlichkeit als Rebellion, Stillleben aus dem 60er-Jahre-Alltag, revolutionär. Pop-Art, ich fühlte mich nicht als ein Mitglied oder als ein Mitglied von einer Bewegung, sondern ich war eigentlich immer Einzelkämpferin. Einzelkämpfer. Karl Horst Hödicke malte in den 60er Jahren Bilder, die keiner entziffern konnte. Eine Schaufensterfassade mit Neonschriftzug als Reflexion. Das ist der kleine Junge, der vom Land kommt in die Stadt und hier gibt's Neon. Huch, was ist denn das? Und diese Farbe gab es ja vorher nicht. Ich meine, in dem ganzen Museum gab es nirgendwo Neonbilder, ja. Da habe ich halt gedacht, naja, mal's doch einfach mal. Ja, das war die Herausforderung. Und das ist ja gar nicht so ohne, ne? Hödickes Bilder haben in den 60er Jahren kaum jemanden interessiert. Er saß in Berlin, abseits vom Weltgeschehen und malte vor sich hin. Ich habe auf der Post gearbeitet. Etwa so 3 Tage Post, 4 Tage Kunst, ja. Stillleben mit Tomaten. Aus Alltagsgegenständen machte er Kunst. Bilder voll lakonischer Konsumkritik. Die Arbeitsatmosphäre war sehr gut, ja. Die war sehr gut. Hat dann keiner genervt, kein Sammler, kein Museumsdirektor, niemand. War ja gar niemand da, der sich dafür interessiert hat. Der Einzige, der sich dafür interessiert hat, war der gute René Block, die beste Galerie aller Zeiten. Und mit dem habe ich ja auch, solange er seine Galerie geführt hat, zusammengearbeitet. Ja? Aber muss man sich vorstellen, der Mann ging damals Kellnern, um seinen Unterhalt zu verdienen, und hatte die 5 Weltkünstler. Während Karl Horst Hödicke in Berlin hin und her gerissen war zwischen Post und Pop, brodelte es im Rest der Republik. Kunst wurde zunehmend politisch, vor allem in Frankfurt am Main.
Man muss sich vorstellen, die Zeit war nicht nur in Frankfurt sehr unruhig. Die Studenten hatten andere Sorgen als ihre Karriere zu der Zeit. Der Vietnamkrieg war zugange und Amerika baute sich allmählich auch für uns zum Feindbild auf. Also meine Amerika-Begeisterung, die mich ja nach New York gebracht hatte, hat da schon einen ziemlichen Knacks gekriegt. Paul Menz ist Kunstsammler und Galerist. In den 60er Jahren hat er in Frankfurt mit verschiedenen Künstlern einen Kunstladen aufgemacht. Eine Keimzelle der Revolte. Pudding Explosion. Ein merkwürdiges Unternehmen auf der Rückseite der Zeil. Damit hatten wir eine gute Lage, aber wir waren sozusagen off, was sehr wichtig war, denn wir waren ja nicht für das Establishment, sondern höchstens eine etwas störende Begleiterscheinung. Und man kann sagen, es war der erste sogenannte Headshop, zumindest in Deutschland, wenn nicht überhaupt eigentlich, es gab das auch in Amerika und London nicht. Und Headshop bedeutet in dem Fall, das war so eine Mischung aus wirklich einem sehr vergnüglichen Hippie-Klima und einer sehr aggressiven politischen Geschichte. Deutschlandweit bezogen junge Künstler politisch immer stärker Stellung. Sie verfeuerten ihre politischen Pointen jenseits der Museen und Galerien. Thomas Bayerle baute in Frankfurt seine mechanischen Boxen und nahm so die deutsche Geschichte auf die Schippe. Mode, Konsum, Werbung, nichts entgeht seiner kritischen Hand. German Pop nimmt Kontur an, wird politisch, konsumkritisch, gesellschaftskritisch. Also wir hatten ständig den Verfassungsschutz vor der Tür stehen. Und unten war auf einer großen Tafel gab es Buttons, die man damals trug. Und es gab dann hunderte von Buttons, zum Teil unverschämter, zum Teil einfach komischer Art. Dann war der ganze Laden von Räucherstäbchen geschwängert. Es gab 80 Glühbirnen, die in einem bestimmten Rhythmus aus und an gingen über ein Relais. Es gab den Coca-Cola-Automaten und es gab eben Tonnen von Mao-Bibeln, die aus Peking kamen, nahezu ungefragt, die für eine Mark verkauft wurden. Es gab Brillen, die so einen Prismenschliff hatten, rot, blau oder gelbe, die natürlich ideal waren für einen LSD-Trip. Wir haben nie Drogen verkauft, aber das Zubehör konnte man haben. Die meisten Kids, die kamen, es waren natürlich junge Leute, haben auch wirklich nichts mit Drogen zu tun gehabt. Kein Mensch konnte Kokain buchstabieren zu der Zeit. Glatt, schick, geistreich. Der German Pop der 60er Jahre hat sich deutlich abgesetzt von der amerikanischen Pop-Art. German Pop kam direkt aus dem Leben. Ich würde sagen, das Leben ist eine Inspiration, ja, egal wo sie sind. Aber es gibt natürlich spannende oder inspirierende Gegenden oder weniger inspirierende. Obwohl, wo sie hin verschlagen werden, ja. Ich meine, Sie können sich auch nicht aussuchen, in welchem Jahrhundert Sie geboren sind. Und so können Sie auch nicht aussuchen, wo Sie dann landen. Und insofern muss man halt das machen, wo man ist. Ja, das ist die Herausforderung. Leuchtende Farben, Raster, Wiederholungen, irre Montagen. Mode, Werbung, Warenwelt. Alles spielte in den German Pop mit rein. Gerhard Richter. Bettina von Arnim. Sigmar Polke. Sie entwarfen ständig neue Welten. Das war im Grunde auch das Moderne, auch rückblickend gesehen an der ganzen Haltung. Wir wussten nicht, wie die Welt aussehen sollte. Wir waren nur mit der, die da war, nicht zufrieden. Und wir waren alle, die Beteiligten jedenfalls, alle relativ schöpferisch und konnten uns vieles vorstellen, was nebeneinander existierte. Also im Grunde, das Gegenteil war auch immer da. Bunt, renitent und witzig. German Pop, eine kurze deutsche Ära in den 60er Jahren, in der Künstler die Wirklichkeit auf den Prüfstand stellten. Geistreich und selbstbewusst. Sehr selbstbewusst. Eine bescheidene Künstlerin oder Künstler gibt es ja wohl nicht, würde ich sagen. Also deswegen, klar, man möchte richtige Bilder malen. Gute Bilder malen. Pause.